Bei Klangeffekten auf der Trompete, wie zum Beispiel das gespielte Glissando mit halben Ventilen, ist es immer wichtig, dass wir ganz genau hinhören, was hier akustisch passiert. Oft hört man, und ich zeige euch das gleich mal anhand von G1, und wenn ich dann zu den gedrückten Ventilen komme, hört mal genau hin, ob der Ton auch wirklich gleich bleibt. Je nachdem, wie weit ich nach unten drücke, hört man es besser oder schlechter. Es geht auf jeden Fall nach oben. Es ist nicht der gleichbleibende Ton, nicht die gleichbleibende Tonhöhe, sondern der Ton geht nach oben. Wenn wir uns das physikalisch mal anschauen, wir haben hier die offene Rohrlänge, die Ventile sind also alle oben. Wenn ich jetzt die Ventile andrücke, dann verstopfe ich sozusagen den Luftfluss, das Rohr. Und somit kommt dieser quäkige Klang zustande. Drücke ich zu weit nach unten, kommt schon wieder ein anderer Ton. Deswegen muss man immer aufpassen, das ist auch individuell von den Trompeten. Bei manchen liegt es in der Hälfte, bei manchen nicht ganz in der Hälfte, also ein bisschen oben drüber. Und da am besten einfach mal ausprobieren, wie klingt denn deine Trompete, beziehungsweise wie ist dein Spielgefühl, wenn du die Ventile eben andrückst. Da gibt es Stücke, wie zum Beispiel dieses typische Cherry Pink Trompetensolo. Und so weiter und so fort, wo eben solche Klangeffekte zum Einsatz kommen. Oder moderne Musik. Wenn du also jetzt diesen Effekt in deinen Noten stehen hast und diesen einsetzen möchtest, achte mal drauf, dass du auf der gleichbleibenden Tonhöhe bleibst. Wie zum Beispiel eben bei diesem C2, der sich eben dann nach unten durchbiegt. Dass wir hier eben ein geschmeidiges Durchbiegen, eben Glissando dieses Tones, in dem Fall C2, haben. Wenn du jetzt andere Klangeffekte haben möchtest, wie zum Beispiel, du spielst ein G und jetzt soll dieser eben mit halben Ventilen angedrückt bleiben, dann das genauso trainieren, dass du eben hörst, okay, ich spiele das G1 und gehe jetzt in die Ventile. Dass eben dann auch ein G kommt. Am besten nimmst du auch dein Stimmgerät, das misst ja schließlich dann die Schwingung und dann siehst du nochmal ganz genau, ist es ein G oder in welche Richtung geht das Ganze. Also achte auch bei solchen Techniken, bei solchen Klangeffekten, wie sie ausgeführt werden. Am Schluss geht es darum, dass du es gut trainierst und da beim Spielen anwenden kannst, ohne groß drüber nachzudenken. Ja, da steht dann die Spielfreude und der Ausdruck wesentlich mehr im Fokus. Training ist was anderes als Spielen oder Konzertieren. Ich wünsche dir bei dieser Übung, bei dieser Technik viel Erfolg. Wenn du Fragen hast, ab in die Kommentare oder schreib mir persönlich. Ansonsten, ciao, bis nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen.